Der Sony A95L hat eigentlich alles. QD-OLED-Panel der zweiten Generation, Bildschirmlautsprecher, ein neues Chipset fürs Gaming und die hervorragende Sony Bildverarbeitung. Aber warum sage ich dann eigentlich alles? Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und wir haben Sonys 4K Flaggschiff getestet und dass das ein toller Fernseher ist, war uns natürlich schon vorher klar, aber ich versuche mit diesem Video vor allem zu zeigen, was man wirklich vom QD-OLED A95L erwarten darf. Mich würden natürlich auch eure Erwartungen an den nächsten Fernseher interessieren, also teilt sie mit uns unten in den Kommentaren. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über jedes Abo und jeden Daumen nach oben. Wir haben hier ein 55 Zoll Testgerät mit der genauen Bezeichnung Sony XR55A95L. Außerdem gibt es den QD-OLED noch in 65 und 77 Zoll. Das Design des A95L ist normaler geworden als noch beim Vorgänger A95K. Die Standfüße können entweder flach oder etwas höher montiert werden, damit unter dem TV Platz für eine Soundbar wäre. Beim 77 Zoller können sie auch noch weiter innen montiert werden. Die Verarbeitung ist wirklich hervorragend und die Anschlüsse und Kabel lassen sich alle hinter Abdeckungen verstecken. Und auch wenn man dadurch eine echt aufgeräumte Rückseite bekommen kann, macht der A95L sich mit einer Tiefe von nur 3,5 cm auch echt gut an der Wand. Die Bildqualität ist genau das, wo man, glaube ich, die größten Erwartungen an den A95L hat und das natürlich auch mit Recht. Sony hat hier das QD-OLED-Panel der zweiten Generation von Samsung Display verbaut und sogar noch einen Heatsink ergänzt. Erstmal zu den nackten Zahlen der Spitzenhelligkeit. Beim neuen QD-OLED-Panel sind ja eigentlich bis zu 2000 Nits möglich. Wir konnten im Professional Mode 1090 Nits Spitzenhelligkeit bei einem 10% großen Fenster messen. Bei noch kleineren Fenstern ist es auch etwas mehr, allerdings ist das auch noch nicht die Grenze. Denn bei einem wirklichen Film in High Dynamic Range konnten wir sogar fast 1500 Nits messen und das mit einer wirklich super korrekten EOTF. Das waren auch über 200 Nits mehr als bei S95C und G3, welche bei uns nebendran standen. Den DCI-P3 Farbraum deckt der QD-OLED komplett ab. Aber damit ist noch nicht alles gesagt, denn voll gesättigte Farben stellt der A95L dann noch etwas satter dar als eigentlich vorgesehen. Weil er's kann, könnte man sagen. Da man es aber nicht deaktivieren kann, gab es bei unserem Test einen Abzug dafür. Er schafft auch 86% des größtmöglichen HDR-Farbraums BT 2020. Allerdings sind die Abweichungen der Farben mit einem maximalen Delta-Error über 4 schon wahrnehmbar. Und unser Gerät hatte auch einen ganz leichten Farbstich, der gerade bei hellen Elementen ins Magenta ging. Klar sind das Punkte, die von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein können, beziehungsweise kann man den Farbstich auch relativ einfach rauskalibrieren. Aber im direkten Vergleich war er eben nicht so exakt wie ein LG G3 oder Samsung S95C. Aber auch das ist noch nicht die ganze Geschichte. Denn auf diese ganzen Werte kommt ja noch die Bildverarbeitung in den verschiedensten Bereichen. Sony hat ja fast als einziger Hersteller keinen Filmmaker Mode, sondern als neutralsten Modus jetzt den Professional Mode. Und vielleicht ist das auch ein gutes Bild für den Ansatz, der hier verfolgt wird. Es geht gar nicht immer darum, alles möglichst exakt zu machen, sondern, wenn möglich, noch besser. Also zumindest in den Augen Sonys. Da verlieren die sattesten Rot- und Grüntöne nicht nur keine Intensität, sondern sind sogar noch intensiver, als der HDR-Farbraum DCI-P3 eigentlich vorsieht. In der praktischen Sichtprüfung mit Szenen aus Harry Potter Filmen und Life of Pi
konnte der Sony am Ende dann doch voll überzeugen mit sehr vielen feinen Details in den hellsten und dunkelsten Bildbereichen und grandiosen Highlights. Und auch was Zwischenbildberechnung oder Glättung angeht, ist das ja nicht mehr exakt das, was als Material vorliegt, aber es sieht auf dem A95L einfach gut aus. Wegen der hervorragenden Entspiegelung und den Lichtsensoren bleibt das Bild auch super, wenn die Sonne jetzt durchs Fenster reinstrahlt, weil es eben automatisch angepasst werden kann. Was jetzt wirklich besser oder schlechter ist, kann man da gar nicht pauschal sagen. Wir müssen versuchen, das möglichst objektiv zu bewerten. Aber ich glaube, wir sollten uns da auch mal die Zeit nehmen, da ausführlicher drüber zu sprechen. Bestimmt täte Sony gut daran, für die Puristen unter euch und uns Tester den HDR-Farbraum auswählbar zu machen, sodass man entweder das exakte Bild oder eben das noch eindrucksvollere Bild haben kann. Gaming-technisch hat bei Sony in den letzten Jahren ja eigentlich nur Dolby Vision in 4K mit 120 Hz für die Xbox Series X gefehlt. Das soll der A95L dank des neuen Chipsets jetzt können. Allerdings wird das erst in einem späteren Firmware-Update folgen. Mit dem Gaming-Schnellmenü kann man jetzt deutlich einfacher als bei Vorgängern die Variable Refresh Rate aktivieren. Der Spielemodus ist ziemlich neutral voreingestellt, sodass man wirklich gut in die Welt der HDR-Games eintauchen kann. Der Sony A95L hat quasi alle relevanten Anschlüsse und die sind auch alle so ausgerichtet, dass man sie stets gut erreichen und mit Platten wieder verdecken kann. Einer der beiden HDMI 2.1 Anschlüsse dient gleichzeitig auch als Enhanced Audio Return Channel und der Fernseher hat ja sogar Klemmen für Lautsprecherkabel, aber dazu gleich mehr. Der Sony TV setzt auf Google TV mit einer riesigen Auswahl an Apps und intuitiver Bedienung. Die Menüs wurden überarbeitet und sehen echt schick aus und die Einstellungen sind auch wirklich meistens gut erklärt. Wahrscheinlich wird die ein oder andere Übersetzung bestimmt noch per Update, sagen wir, überarbeitet. Die beleuchtete Premium-Fernbedienung ist klein und hat keine Zifferntasten mehr, dafür ist sie aber wirklich hochwertig. Die Sprachsteuerung klappt echt gut, entweder über das Mikrofon in der Fernbedienung oder über das im Fernseher. Keine Angst, auch letzteres lässt sich komplett per Schalter deaktivieren. Und wer das alles nicht mag, kann auch einfach die zweite mitgelieferte klassische Fernbedienung benutzen. Oder man steckt die mitgelieferte Kamera an. Damit kann man nämlich nicht nur Videocalls machen, sondern den Fernseher auch mit Gesten steuern. Die Erwartungen an den Klang des A95L sind natürlich hoch. Mit Acoustic Surface Audio Plus wird der Bildschirm selbst ja zum Lautsprecher und der Ton kommt somit quasi direkt aus dem Bild, was zu einer besseren räumlichen Abbildung des Tons beiträgt. Nur die zwei Basstreiber für den Tieftonanteil sind wahrscheinlich wegen der 1 cm geringeren Bautiefe als beim Vorgänger leider etwas schwächer geworden. So schlimm ist das aber nicht, denn eigentlich will der A95L mit einem Surround-System, das dann auch einen externen Subwoofer hat, zusammenarbeiten. Denn einerseits kann er sowohl DTS als auch Dolby Atmos via eARC an einen AV-Receiver oder eine Soundbar übertragen und unabhängig davon kann er als Center Speaker wie ein ganz normaler Lautsprecher in das Surround-System integriert werden. Tja, am Anfang des Videos habe ich ja darauf hingewiesen, dass man die richtigen Erwartungen an den A95L haben sollte. Ist es der Fernseher mit der besten Bildqualität auf dem Markt? Da muss ich sagen, nein, nicht ganz. Das heißt nicht, dass er schlecht ist, keineswegs. Nur die Konkurrenz ist eben wirklich hart und schneidet im direkten Vergleich in der Bildqualität etwas besser ab. Der Sony QD OLED macht schon unglaublich viel richtig. Er liefert eine wirklich beeindruckende Bildqualität, tollen Sound und echt viel obendrauf. Und geht es darum, einen Fernseher fürs Heimkino mit einer Surround-Anlage zu finden, der brillante Bilder erzeugt,
dann ist der A95L eine tolle Option, gerade in 77 Zoll. Im Vergleich zur Konkurrenz lässt sich der A95L dann schnell einordnen. Er hat im Gegensatz zum Samsung QD OLED S95C auch im Spielemodus ein natürliches Bild und eben Dolby Vision, wirkt hochwertiger und klingt wirklich viel besser, aber kostet eben auch deutlich mehr. Gaming-technisch ist der Sony-Fernseher gut und kann alles, was eine PlayStation 5 verlangt. Nur bei der Xbox muss er sich eben zumindest bis zum Update für Dolby Vision in 4K mit 120 Hz noch gegen LG oder Philips geschlagen geben. Der Panasonic MZW 2004 kann eine bessere Alternative sein, weil er hervorragende Farbtreue, vergleichbare Helligkeit und eben noch mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. Dazu hat er ja sogar ein Dolby Atmos Soundsystem verbaut. Den Panasonic und den LG G3 mit Microlens Array überflügelt der Sony zwar mit sattesten Farben, die auch bei hellsten Szenen kaum ausbleichen, am Ende bietet aber auch der LG G3 ab Werk doch noch korrektere Farben und ist auch nicht ganz so teuer wie die Modelle aus Japan. Ich denke, ihr könnt jetzt ein bisschen besser verstehen, was ich mit den richtigen Erwartungen meinte. Es ist nun mal nicht der exakteste unter den Spitzenmodellen, die ja auch unglaublich dicht beieinander liegen. Aber das Bild ist auf eine andere, eigene Art eindrucksvoller, weil der Sony A95L oft einfach mehr macht, als eigentlich vorgesehen ist. Nur ist das eben nicht mehr exakt. Aber was beim A95L zum Abschluss noch wirklich hervorsticht, ist einfach der Premium-Charakter. Denn in der Hinsicht stellt er wirklich nahezu alle anderen in den Schatten und er sieht ja auch von hinten echt gut aus. Wenn ihr mehr über den A95L erfahren wollt, als ich jetzt in diesem einen Video sagen konnte, dann geht am besten direkt über den Link in der Beschreibung auf den ausführlichen Test auf hifi.de. Entspricht das auch euren Erwartungen vom Sony QD OLED der zweiten Generation? Teilt eure Meinung unten in den Kommentaren, denn wir sind da wirklich gespannt drauf. Außerdem bin ich auf den Philips OLED 908 mit Microlens Array gespannt, weil der nämlich schon nächste Woche bei uns ankommt und wir ihn dann direkt mit A95L, S95C und G3 vergleichen können. Jetzt sage ich nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.